Das sind die 4 wichtigsten Polituren, die meiner Meinung nach in deiner Aufbereitung nicht fehlen sollten. Warum, erkläre ich dir jetzt. Mo hat mich heute vor eine Aufgabe gestellt. Er hat mir gesagt, Nico, such doch mal 4 Schleifpolituren raus, die du für essentiell für die Fahrzeugaufbereitung hältst, deine Lieblingspolituren oder Polituren, die einen wichtigen Zweck erfüllen und die unbedingt dabei sein sollten. Und ich habe ein paar Minuten geguckt und ein bisschen überlegt und das sind die 4 Produkte, die meiner Meinung nach wirklich wichtig sind, weil sie verschiedene Anwendungszwecke abdecken und bei verschiedenen Lacken verschiedene Ergebnisse erzielen. Die wollen wir uns jetzt mal von links nach rechts anschauen und ich spreche über die und zeige euch dann die Unterschiede in der Anwendung. Ganz links angefangen ist unser Standard für den Testspot, wenn es um das Thema Schleifpolitur geht. Die Sonax X0505 hat für eine Schleifpolitur einen relativ milden Cut, der aber gerade auf weichen Lacken sehr gut funktioniert und man bekommt mit der schon fast ein perfektes Finish hin. Also für eine One-Step-Politur auf eher harten Lacken oder auf hellen Lacken reicht die vollkommen aus, wenn man sie schön lange ausfährt. Absolute Allrounder, der wirklich alles gut kann, nicht extrem schleift, aber dafür auch ein gutes Finish hat, kommt bei sehr zerkratzten Lacken oder sehr harten Lacken an seine Grenzen, aber finde ich, sollte auf keinen Fall fehlen. Ist, glaube ich, auch massenmäßig eine der 2 Polituren, die wir vom Verbrauch am höchsten hier in der Aufbereitung verwenden. Das Produkt Nummer 2, eine Etage tiefer, 3M Fast Cut Plus Extreme. Und ihr seht, das ist eine kleine Flasche im Vergleich zu dem anderen, weil wir sie sehr selten brauchen, aber wenn, dann ist sie extrem wichtig. Das ist eine der einzigen Polituren, die bei uns in der Aufbereitung noch Lösungsmittel enthält. Technologisch kann man auf 2 Arten an so eine Politur rangehen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich setze entsprechend große, stabile oder viele Schleifmittel ein, die halt einfach durch die mechanische Einwirkung den Lack runterschleifen, die Kratzer entfernen. Oder ich packe ein Lösungsmittel mit rein, was den Lack weich macht und ich dadurch mit weniger Schleifmittel oder nicht ganz so großen Schleifmitteln auskomme für das gleiche Ergebnis. Wie gesagt, für den Alltag staubt die mir zu viel, macht starke Abdrücke auf Kunststoff und macht extreme Hologramme. Deswegen nehmen wir sie meistens auf sehr, sehr harten Lacken, wo wir ein Lösungsmittel brauchen, um den Lack ein bisschen weicher zu machen und cutten zu können. Dafür aber ist eine lösungsmittelhaltige Politur meiner Meinung nach absolut unabdingbar. Also sollte man unbedingt da haben, gerade bei so harten Audi VW-Lacken macht das wirklich viel Sinn. Die nächste Politur in der Reihe ist relativ neu und zwar die Nanolex Ultra Cut Polish. Das ist eine ganz besondere Form von Schleifpartikeln, die sehr homogen ist, eingesetzt wurde, wodurch die Politur über einen sehr langen Zeitraum einen guten Schleifgrad behält und dann aber komplett zusammenfällt und sich ganz ausfahren lässt, sodass man jetzt nicht gerade auf Unischwarz, aber auf normalen Lacken mit der schon bis ins Finish fahren kann, sodass der letzte Poliergang wirklich nur noch einen Hauch von Hologrammen oder Polierspuren entfernt. Also wirklich eine Politur mit einem extrem breiten Anwendungsfeld, weil sie wirklich sehr grob arbeitet, sich aber auch sehr fein ausfahren lässt, aber dadurch sehr viel Zeit braucht. Also die verwenden wir wirklich bei Lacken, die extrem zerkratzt sind, wo wir halt wirklich ein langes Polierfenster haben wollen und lange Schleifgänge fahren wollen, damit wir halt nicht 2, 3, 4 Schleifgänge fahren wollen, kommt die wirklich zum Einsatz und macht sogar auf empfindlichen Lacken, Unischwarz oder allgemein auf weichen Lacken ein schönes Ergebnis, weil man oben raus relativ weit ins Finish kommt und dann nicht das Problem hat, sich wieder seine groben Schleifpolierspuren rausfahren zu müssen mit der nächsten und vielleicht noch einen Mediumgang einlegen zu müssen, um dann einen Finishgang einzulegen. Das spart einem die Politur, wenn man ihr die Zeit gibt zu arbeiten, dann arbeitet sie wirklich sehr gut. Und die letzte Politur hier in der Reihe, Labo Cosmetica Audace, war für mich ein absoluter Gamechanger. Die kam vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr auf den Markt. Die hat wirklich richtig Biss. Also da kann man wirklich auch richtig grob mit arbeiten und sie hat auch sehr schnell sehr viel Biss. Also man ist von der Anwendungsgeschwindigkeit ein bisschen schneller als mit der Nanolex. Je nach Lack ist mal die eine und mal die andere gröber. Das ist aber immer so, das hängt immer vom Lack ab. Aber sie geht in einen ähnlichen Bereich, zerfällt aber viel schneller und nicht ganz so fein. Also ich sag mal, der Polierprozess mit dieser Politur ist ein bisschen schneller. Dafür ist sie auf sehr empfindlichen Lacken ein bisschen tricky, weil sie doch mehr Grauschleier hinterlässt als diese hier und sich ein bisschen schwieriger lange ausfahren lässt, gerade auf empfindlichen Lacken. Die ist wirklich ein Fall, wenn die X0505 nicht ausreicht, ich ein bisschen mehr Cut brauche, aber auf einem mittelharten bis harten Lack danach mit einem Finishgang trotzdem ins Finish fahren will, dann macht sich die sehr gut, weil die diesen Schleifprozess sehr, sehr schnell macht. Die hat sehr viel Cut, ist sehr grob, auch relativ lange und fällt dann relativ schnell zusammen, ohne sehr, sehr fein zu werden. Also man kommt relativ schnell ins Schleifergebnis, muss dann aber definitiv arbeiten. Deswegen bei empfindlichen Lacken, das Finish hier ist ein bisschen tricky, im Vergleich zu den anderen Polituren. Da muss man manchmal mit einer X05 oder einer anderen milden Schleifpolitur nochmal nachfahren. Deswegen eher für härtere und sehr zerkratzte Lacke zu empfehlen. Generell bei der Einordnung von Polituren ist es so, dass bei jedem Lack eine Politur ein anderes Ergebnis haben wird. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Politur allgemein gröber ist als die, zumindest
Nicht jedes Mal. Gerade so Polituren, die sehr nah beieinander sind, wie diese beiden hier, können auf verschiedenen Lacken verschiedene Ergebnisse haben. Mal ist die besser, mal ist die besser. Das liegt einfach an der Art der Formulierung, wie diese Emulsion oder diese chemische Formulierung auf den Lack reagiert. Das funktioniert mal mit der Technologie, mal mit der Technologie besser, mal mit der Technologie besser. Deswegen gibt es kein allgemeines, dies am gröbsten, dies am feinsten, sondern ich habe jetzt so ein bisschen versucht darzustellen, welche Politur bei uns welchen Anwendungszweck hat und warum sie bei uns nicht mehr wegzudenken sind. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Auto hinter uns. Ein Smart mit einem relativ weichen Lack. Kleine Besonderheit ist ein durchgefärbter Kunststoff mit einem Klarlack drüber, also ähnlich wie eine Klavierlackleiste. Deswegen wird sich hier schön zeigen, wie der Feinheits- und Schleifgrad bei diesen Polituren am Ende aussieht. Ich zeige euch mal die Anwendungsbilder, wir kleben ab und ich erzähle noch mal so ein bisschen, was ich da eigentlich tue. Generell bei Polituren ist es wichtig, die gut zu schütteln, gerade bei Schleifpolituren, weil die schweren Schleifkörper sonst absinken und die einfach nur mit Polieröl rumpoliert. Das bringt dann gar nichts. Deswegen wirklich gut schützen. Schütteln und schützen ist das nächste Stichwort. Bei der, wenn ihr damit viel arbeitet, bitte Atemschutz tragen. Also Atemschutz im Sinne von einer Maske, einer Partikelmaske. Augenschutz, wenn ihr nicht eine Brille tragt. Das macht wirklich Sinn, weil hier sind halt Lösemittel drin. Jetzt für die 3 Sekunden polieren geht schon, aber generell sollte man da wirklich ein bisschen aufpassen. Es muss jetzt nicht unbedingt dauerhaft in die Atemwege gelangen. Wir haben ja jetzt diese Zwischenergebnisse gesehen. Ich habe jetzt hier noch so eine Perfect Finish Probe von einem Messer, die machen wir mal leer. Unabhängig davon, ich fahre jetzt einmal eine Runde Finish über den kompletten Bereich, einfach um nochmal ein bisschen das Bild zu verdeutlichen. Weil wir jetzt auf allen Stellen Grauschleier haben, das Fazit nach dem Cutten habe ich ja schon gesagt. Deswegen fahren wir jetzt einmal mit Finish drüber und gucken uns dann nochmal die unterschiedlichen Flächen an, ob wir da einen Unterschied erkennen und ob wir dann vielleicht auch einen Unterschied im Cut erkennen. Weil den Haze, den sollten wir hoffentlich jetzt hiermit beseitigen, werden wir gleich sehen. Wir sehen uns dabei und gleich danach wieder. So, schauen wir uns jetzt mal an, ob ein Finishgang hier ausreicht bei dem Lack. Das sehen wir mal ganz gut an den Kanten. Da sehen wir nämlich ganz gut, ob wir an sich auf der Fläche noch Haze haben und können auch ganz gut abgleichen, wie viel Haze von der Politur davor noch drin ist. Und wir sehen, dass wir jetzt an sich im Lichtschein keinen sichtbaren Haze mehr haben, aber wir haben, muss man mal genau die Kante finden, ich lege mal hier unten meinen Finger drauf, Mo, und dann können wir das Licht da mal drauf packen auf der Höhe. Und da sehen wir, dass wir noch einen stärkeren Glanz auf der nicht polierten Fläche haben. Was bedeutet, dass wir noch Haze auf der Fläche haben. Oder Glanzschleier, besser gesagt. Das ist halt tiefschwarz. Ne? Das ist halt tiefschwarz, ja. Guck mal hier bei der Stelle. Hier ist es ein Tick weniger zur Nanolex tatsächlich. Also der Grauschleier bis jetzt bei der 3M. Nach der Finish ist bei der 3M noch am stärksten, finde ich. Zumindest was mein Auge jetzt so sieht. Ich weiß nicht, wie die Kamera das einfangen kann. Beim Nanolex ist es ein bisschen weniger Grauschleier, aber wir sehen in der Fläche noch ein bisschen Haze. Jetzt suche ich mal die Kante zum Audace. Die finde ich nicht, was an sich schon mal ein gutes Zeichen fürs Audace ist. Genau hier ist die Kante. Und nach links sieht man sie relativ stark, also zur Nanolex, aber nach rechts zum Audace ist sie wirklich nur noch ein Hauch vorhanden.
Generell Fazit Nummer 1, jeder Lack ist ein bisschen anders und Überraschungen passieren. Deswegen die Audace hat mich ein bisschen überrascht. Da hätte ich gedacht, dass wir deutlich mehr Haze haben, weil sie hat sehr schnell gecuttet. In der kurzen Zeit ist sie sehr schnell zerbrochen. Das hat man gesehen, genau wie beschrieben. Sie war sehr cremig und ist dann aber auch schnell durchsichtig geworden. Die Nanolex hat genau das getan, was ich erwartet habe. Sie hat sehr grob gecuttet. Man hat es an diesen Fahrspuren gesehen, aber hat eben auch in dieser Zeit, die ich ja definiert habe, um den Vergleich machen zu können, es nicht geschafft, sich zu zerlegen, sodass wir wirklich eine sehr grobe Oberfläche haben. Auch wenn das Finish das schon zum großen Teil rausgenommen hat, aber dafür auch hier immer noch am meisten Grauschleier erkennbar. 3M. Durch das Lösungsmittel brauche ich nicht so viel Schleifkorn, das heißt, ich kann schnell zerlegen, gerade mit hohen Drehzahlen. Und wenn ich die Politur auspuste, schaffe ich es sehr schnell, auch eine sehr grobe Politur relativ fein zu fahren. Dennoch, klar, gerade auf Unischwarz noch relativ viel Haze. Und bei der Sonax ganz drüben haben wir halt gesehen, sie ist die mildeste Politur, hat am wenigsten Cut gehabt, wie beschrieben, und hat aber auch ein vernünftiges Finish hingelegt. Wobei, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, das Finish von der Labo Cosmetica ist am Ende jetzt besser als von der Sonax. So ist es halt, dass jeder Lack anders ist, aber generell verhalten sich die Polituren ungefähr so, wie ich sie kenne und wie ich sie auch einsetze. Das ist auch der Grund, warum wir bei jedem Lack immer mal einen Testspot machen, um die verschiedenen Polituren auszuprobieren. Nicht immer in dem Umfang, aber wir nehmen eine Politur und gucken, ob sie wirklich das Ergebnis bringt und nehmen noch die ein oder andere als Vergleich, um zu gucken, ob es in schnellerer Zeit oder vielleicht sogar ein besseres Ergebnis am Ende gibt. Deswegen meine 4 Lieblingspolituren oder meine 4, sage ich mal, Must-Haves, die wirklich regelmäßig bei uns zum Einsatz kommen, habt ihr heute gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.